Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Goldwaschfolge auf meinem Kanal. Wir sind heute zum zweiten Tag an einem Bach, wo wir einen Goldnachweis erbringen konnten. Ich fand, es gab noch ein paar interessante Stellen. Wenngleich das kein Wildbach ist, der ist schon in so einem Bett gezwängt. Ich bin mal gespannt, ob wir dann doch vielleicht noch mal ein paar Goldtaschen finden oder auf jeden Fall irgendwo eine Stelle, an der sich konzentriert hat. Ich habe jetzt hier erstmal versucht, gleich mal die große Rinne zu setzen, einfach ein bisschen Material auch zu kriegen. Trotz allem wird erstmal prospektiert. Also letztes Mal waren wir hinter dieser Kurve. Jetzt schaut es mir hier ganz interessant aus. Also da werden wir auf jeden Fall mal versuchen, eine Stelle zu finden hinter dem großen Stein. Ja, hier ist die Rinne. Dann schauen wir mal. So, diesen Kaliber hier gibt es schon länger. Da vorne, das war nur taubes Material, das ist so angespülter Sand. Aber hier, in dieser Kuhle hier, ist auch so Kiesmaterial. Ich werde mal schauen, ob ich da ein bisschen runterkomme. Ob die Steine, die da liegen, das eher schwerere sind. Also, ja, das werden wir jetzt mal ausprobieren. Also 3 Probepfannen hier hinter dem Loch, hinter dem Stein, haben nur einen Staubgoldflitter ergeben. Ich habe dann hier noch ein Loch gemacht, ein Probeloch, da war aber eigentlich auch nichts drin. Bevor wir jetzt noch ein Probeloch machen, habe ich hier an der Seite Stelle entdeckt, die ich mir mal anschauen will. Ich musste hier erst die Brennnesseln mal ein bisschen beiseite biegen. Wir haben sie nicht kaputt gemacht. Und hier das Moos und diese Spalte, vielleicht auch darunter. Das schauen wir uns mal an, ob da was hintransportiert worden ist. Es ist jetzt im weitesten Sinne nach diesem kleinen Wasserfall da eine Mini-Innenkurve. Ich weiß nicht genau, ob ich hier richtig bin, aber wir probieren es mal. Es sieht leider so aus, als würde es einer dieser Tage werden, wo man wirklich Schneider rausgeht oder fast Schneider. Das Gestein, klar, ist typisch von Gletschern, hergebracht, abgeschliffen, rund. Es gibt hier auch ein bisschen Schiefer, aber bisher haben wir nichts Wesentliches gefunden, keinen einzigen großen Flitter. So. Für heute die letzte Testpfanne. Das war irgendwie leider eben nichts besonders Erfolgreiches heute.
In dem Bach ist auch wenig Black Sand. Ich habe so ein bisschen Eisenmüll gefunden, aber man sieht es hier. Sehr wenig Schwermineralien. Ja, da ist auch nichts drin. So, es schaut wirklich ganz schlecht aus. Das hatte ich so auch noch nie, dass ein Bach in der einen Biegung nur beim Prospektieren durchaus ansehnliche Flitter hervorbringt und dann an Stellen, die vielleicht auf den ersten Blick noch besser geeignet scheinen, gar nichts ist. Ein Staubgoldflitter ist bisher bei rumgekommen. Der war so klein, dass ich ihn nicht mal mit der Kamera vernünftig hätte zeigen können. So, erste Grobdurchsicht. Können wir uns überhaupt auf irgendwas freuen? Also es sieht wirklich aus, als wären wir komplett goldfrei von diesem Ausflug nach Hause kommen. Also um einem Staubgold, da könnte es auch immer am Vortag noch gelegen haben, wenn die Pfanne nicht gescheit sauber war. Also es könnte auch von vorgestern sein. Von der anderen Flussbiegung, schon vom selben Bach, aber von der anderen Flussbiegung. Das ist wenig Black Sand. Ich meine, jetzt kommt ein bisschen, ja, aber das ist wirklich das Konzentrat vom Konzentrat. Nein, da ist nichts. Muss man auch akzeptieren. So, liebe Freunde, das war's mit unserem völlig erfolglosen Goldwaschausflug. Hatte ich jetzt so auch noch nicht, dass man an einem Bach, an dem man 2 Tage vorher schöne Funde gemacht hat, gar nichts findet. Also wirklich nichts. Der eine Staubgoldflitter kann durchaus vom Vortag noch gewesen sein, dass der noch in der Pfanne war. Ich hätte noch viel mehr prospektieren müssen, also Stellen austesten müssen, aber ich bin mit meinem Sohn unterwegs und da muss auch was passieren. Da muss Action sein, buddeln, schaufeln, auskratzen und dann entscheidet man sich eben schnell mal für eine Stelle. Heute war es die falsche. Es macht aber nichts, war trotzdem ein schöner Ausflug. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr mich weiterhin begleitet und wenn ihr mich unterstützen wollt, freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein Abo hinterlasst. Bis zum nächsten Mal wünsche ich alles Gute, bleibt gesund und ciao.